Du hörst Herzenssache, Projektgeflüster mit Madame Fogana. Der Podcast, der dich nach Ghana mitnimmt. Christine und Bettina erzählen bewegende Geschichten, plaudern aus dem Nähkästchen und teilen persönliche Erfahrungen. Komm mit auf diese besondere Reise. Los geht's! Hallo und herzlich willkommen zu Folge 5. Wir freuen uns, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich bin Christine. Ich bin Bettina. Und heute geht es darum, dass mich mal interessieren würde, weil letzte Woche haben wir ja gehört, dass ja du dieses Projekt realisiert hast mit dem Brunnen in Apewu. Was für eine spannende Geschichte. Ja, auch schon sehr aufsehenerregend, sage ich mal auch wirklich. Und da geht es ja darum, dass der Brunnen wurde ja für 200 Leute gemacht, aber manchmal gibt es ja auch Situationen, wo du sagst, da muss ich jetzt mal irgendwie tätig werden wegen eines Einzelschicksals, weil mich das so berührt oder weil ich sage, wenn ich da nichts tue, dann geht es dem noch schlechter und dann stirbt der vielleicht sogar. Fällt dir da jetzt jemand so spontan ein, wo du sagst, also das Schicksal, das würde ich jetzt gerne mal erzählen, weil das ist vielleicht auch ein bisschen so, steht für viele andere Schicksale, die eben einfach passieren in Ghana. Ja, das stimmt. Da fallen mir ganz viele ein, aber insbesondere, weil wir letztes Mal ja so ziemlich tief eingetaucht sind, so in meine ersten Besuche in Ghana, fällt mir da unser guter Freund Stephen ein, Stephen Owusu. Leider ist er mittlerweile verstorben, aber die Geschichte ist eben halt auch schon knapp 20 Jahre her. Und das war eins von diesen Einzelschicksalen, was du einfach erwähnt hast, dass uns damals alle und insbesondere mich einfach nicht losgelassen hat und dem musste geholfen werden. Und das war halt in Anführungsstrichen nur einer. Man sagt ja immer bei Entwicklungszusammenarbeit, es soll diesen Maß-Benefit geben, also natürlich mit möglichst wenig Geld, möglichst vielen Leuten helfen. Das ist auch klar, logisch, das macht auch Sinn. Aber dann hast du eben diese Einzelnen, also wie du und ich, einzelne Menschen, ja, wo man dann einfach mal seine ausgetretenen Wege verlassen muss, um zu helfen, Einzelnen. Und wie war das bei Stephen oder wie alt war er und was genau hatte er, wo du sagst, jetzt da habe ich jetzt akut helfen müssen? Ja, Stephen lebte im Nachbardorf von Apewu und ich erinnere mich, wie ich auf ihn aufmerksam geworden bin. Emanuel und ich waren im Nachbardorf zu Besuch. Also da am Lake Bosomtwi in der Ashanti-Region hatte ich ja quasi mein Basislager in Apewu aufgeschlagen. Genau. Ich souffliere mal ein bisschen. Ich und mein Deutsch, genau. Aufgeschlagen und ich bin mit Emanuel ins Nachbardorf gegangen, wahrscheinlich um entweder was zu kaufen oder jemanden zu besuchen oder so. Und da sind wir bei ihm an der Hütte vorbeigekommen und das roch so furchtbar da. Und die ganze Stimmung da drumherum, weißt du, du merkst ja, wenn du irgendwo hinkommst und irgendwas stimmt nicht. Irgendwie, also jetzt bin ich natürlich auch Krankenschwester, klar. Ich kann auch manche Gerüche einfach identifizieren, ja. Und dann habe ich mich gefragt, was da los ist. Emanuel hat natürlich für mich übersetzt, klar war da mal mein Twi noch nicht gut genug. Und dann hieß es in der Hütte, da ist ein Mann und der stinkt so. Und dann habe ich für mich schon 1 und 1 zusammengezählt, weil tropische Hitze und entzündete Wunden keine gute Kombination sind. Einfach, also ein bisschen Disclaimer, diese Folge, wir werden natürlich in Bildern sprechen, aber es geht einfach wirklich um Menschen, die schwer verletzt sind und denen es einfach wirklich nicht gut geht. Also wenn euch sowas sehr zu Herzen geht, dann schaltet vielleicht jetzt aus, weil die Realität ist nun mal die Realität und die versuche ich einfach jetzt so gut es geht irgendwie zu beschreiben. Sie ist also, dieser Mann, der stinkt so. Und auf diesem Compound-Haus, also in Ghana im Dorf, haben die Häuser ja eine bestimmte Struktur. Die sind mit so einem Innenhof in einem Quadrat einfach gebaut, dass man eben so zwischen den Gebäuden so kleine Türchen hat, damit eben keine wilden Tiere, also ich sag mal Schlangen und solche Sachen, da reinkriechen in diesen Innenhof. Innenhof ist, glaube ich, das richtige Wort. Dass man sich fast ein bisschen so vorstellt wie bei uns so ein Vierseithof. Ja, okay. Auch so rundum und dann kann man da nicht so Genau, ja. Also so ein Compound-Hof müsst ihr euch sonst mal einfach bei uns auf der Website einfach Fotos angucken, wenn ihr euch darunter nichts vorstellen könnt. Und dann haben wir
auch seine Frau da gefunden sozusagen und natürlich ist jetzt auch fast 20 Jahre, ich erinnere mich nicht mehr an die Detailgespräche, aber die hat gesagt, sie schiebt ihm halt in einem Korb auch immer das Essen so rüber, weil er einfach so ganz furchtbar stinkt. Und dann bin ich zu ihm gegangen in sein Zimmerchen, ja, und dann habe ich ihn gefunden und dem war das eine Bein abgefault. Also wirklich gefault. Der hatte so eine kurze Hose an und das eine Bein war halt ein normales Bein, auch so ein bisschen geschwollen, wie wenn man so Wasser im Bein hat. Und das andere war halt vom Fuß her schwarz wie Holzkohle. Also ich habe gedacht, wenn ich da so dran klopfe, dann bricht das vielleicht ab. Also wirklich so wie so, ja, verkohlt. Und eben das ganze Bein hoch war schwarz und so blasig und so. Und habe ich halt mich mit ihm unterhalten. Emanuel hat übersetzt. Also es war wirklich unerträglich, ne, weil du hast auch gesehen, was der für Schmerzen hatte einfach, ne? Und da alleine gesessen und so furchtbar gerochen. Emanuel konnte gar nicht mit rein. Also nicht, weil ich jetzt so ein heroisch da irgendwie bin, aber wenn du einfach Krankenschwester bist du an gewisse Dinge einfach gewöhnt. Sonst kannst du diesen Beruf auch nicht machen. Ein Hoch auf alle meine Kolleginnen, die Krankenschwestern, die hoffentlich zuhören. Und wir haben ja einfach herausgefunden und ich habe mir das so entlang geleitet, weil ich ihn dann gefragt habe, wie ist denn das passiert? Das ist ja nicht von heute auf morgen und so. Also der wird wahrscheinlich irgendwann in was reingetreten sein. Ne? Die laufen ja auch viel mit Barfuß oder nur diese Schlappen, Chelewatis heißen die, wie heißen die? So Badeschlappen, so zwischen den Zehen, ne? So Plastikschlappen. Flipflops, genau. Neudeutsches Flipflops in Ghana, Chelewati. Und da musste er in irgendwas reingetreten sein und dann hat er halt so eine aufsteigende Infektion im Fuß gehabt. Also wie wenn du in irgendwas reintrittst und dann entzündet sich das halt und es wird halt nicht behandelt. Und es wird nicht behandelt, weil? In diesem Falle, also APU, ne, vorherige Folge anhören, mitten im Nirgendwo gab's gar nichts. Es gab eben da so eine kleine Buschklinik, aber die Maßnahmen, die da ergriffen werden können, sind natürlich minimalistisch. Also so minimalistisch, dass man, wenn man da das nicht selber gesehen hat, sich auch fragt, wieso denn nicht? Und dann kann man doch was machen und so. Das ist halt einfacher gesagt als getan, sag ich mal. Da sind einfach viele Steine auf dem Weg, die so einer Behandlung einfach im Wege stehen. In diesem Fall einfach die Logistik. Ne? Ein zweiter Riesenstein, einfach Cash, Geld, bezahlen. Ne? Also es gibt ja keinen Krankenschein, wo man sagt, jetzt hat mir mal mein Arzt und ich gehe jetzt am Facharzt und dann gehe ich da mal hin und dann wird er mal. Genau, und dann ist die Behandlung vor allen Dingen auch umsonst, wenn man versichert ist. Ghana hat eine Krankenversicherung eingeführt. Wie gesagt, die Geschichte ist jetzt fast 20 Jahre einfach her. Mittlerweile gibt's eine Krankenversicherung, die bestimmte Dinge eben dann übernimmt und solche Sachen. Aber dieses System ist einfach nicht so gut wie unseres. Und selbst in unserem gibt's ja viele Löcher, wo Patienten einfach durchfallen. Aber in diesem Fall war dieser Steven einfach in seiner Hütte mit einem abgefaulten Bein und war da. Und ich habe gedacht, ich weiß gar nicht mehr, was ich gedacht habe, aber also das können wir so nicht lassen. Und wie leid der mir getan hat. In Ghana und in vielen Ländern ist ja so, in solchen Gesellschaften, sage ich jetzt mal, hängt das Überleben ja von der Hilfe füreinander ab. Also als Gemeinschaft ist man stark und alleine geht man unter. So, jetzt saß er da alleine, war todkrank, bist du alleine und todkrank? Wie furchtbar ist das? Du hast keinen, der bei dir ist, also ganz furchtbar. Und dann habe ich gesagt, ne, den müssen wir ins Krankenhaus bringen. Das muss behandelt werden. Der stirbt, also ne, an dieser Infektion stirbt der mit Sicherheit. Und das war bin ich selber irgendwie sprachlos, weil wenn du daran denkst, also wie alt ich da auch war, ich war ja kein erfahrener Chirurg oder so, weißt du, also ne, ich bin 50, ich habe 30 Jahre in der Notaufnahme gearbeitet, ich kann operieren, ich habe Wissen, gut, ich habe eine super solide Ausbildung, ich habe lange in der Notaufnahme auch gearbeitet, aber meinem Wissen sind ja da auch Grenzen gesetzt, plus die Umgebung, plus nicht mein Land, plus keine Infrastruktur, kein Auto, kein Notarzt, kein Rettungswagen. Wo ist das nächste Krankenhaus? Wer kann denn sowas überhaupt behandeln? Ja, ich war, das war
Die nächste Furchtbar. Herausforderung. Ja, eine Riesenherausforderung, die wir dann, eine Riesenherausforderung, die wir dann gemeistert haben. Also wir haben uns natürlich dann durchgefragt und so. Und es war klar, der muss nach Kumasi. Könnt ihr mal auf der Karte gucken. Eine Weltreise damals, weil keine Straße, keine öffentlichen Verkehrsmittel, kein Auto. Wir hatten kein Auto. Stichwort keine Straße, die haben wir ja quasi so ein bisschen zusammengezimmert für den Brunnen. Ja, also wir brauchten ein Auto, das wir uns leihen können, also ein Taxi. Irgendein Auto, das da hinkommen kann. Kann aber nicht. So. Diese Hütte war im Nachbardorf von APU. Das heißt, wir mussten von diesem Dorf nach APU laufen und von APU, ne, Google Maps, unser bester Freund, könnte gucken, diesen Kraterweg, diesen Berg hoch. Mit einem Schwerverletzten. So, also haben wir das gemacht, was wir zu dem Zeitpunkt da ganz viel gemacht haben, als ich da mitgearbeitet habe. Von der nächsten Hütte, die eine Tür hatte, die nicht viele hatten, eine Tür ausgehängt. Als Trage. Also, Steven auf die Tür und den durch den Busch gehievt. Das kann man sich, also ihr könnt gerne jetzt einen Marathon als Vergleich nehmen. So, und dann müsst ihr euch auch vorstellen, die Leute wollten dem ja nicht nahe kommen. Also mussten wir erstmal Leute überzeugen, dass die überhaupt helfen, dass die den tragen. Dass die mitmachen, weil eben auch für die Menschen da nicht klar war, was ist das jetzt? Die haben auch gedacht, ist es ansteckend? Ja. Weniger, also auch, aber ist das vielleicht auch ein böser Zauber? Ist das irgendwas, was negative Einfluss auf mich, auf meine Familie? Kann ich mir das auch holen? Kann ich da, also ich will davon wegbleiben, ich weiß nicht, was das ist. So. Das alleine war schon eine Herkulesaufgabe. Und dann den da zu hieven, was meint ihr, was der für Schmerzen hat? Da kann man auch kein Paracetamol geben. Aber wie gesagt, der hätte Morphium gebraucht. Ja, aber woher kriegen, wenn nicht stehlen? Also, ne? Unglaublich. Dann haben wir den halt nach Morontuo gehievt, ne? Könnt ihr auch gucken. Das ist halt das erste Dorf oben am Kratersee. Und dann mussten wir erstmal ein Auto finden, der den mitgenommen hat. Der hat ja, also ne, ganz furchtbar so über einen Menschen zu reden, aber der hat ja gestunken, also so, ne, dass du dich übergeben musst, ein verfaultes Bein, dem wollte keiner mitnehmen, da wollte keiner hin, da haben wir also Himmel und Hölle in Bewegung gesetzt und wirklich da so ein Samariter-Taxifahrer, der hat dann so ein Opel Caravan, da konnten wir nämlich das umgehen, weil der konnte ja auch nicht sitzen, der konnte ja das Bein nicht anwinkeln oder so, dann haben wir den da reingelegt. Und dann haben Emanuel und ich und der Taxifahrer mit dem Kopf aus dem Fenster sind wir gefahren. Weil du es einfach nicht halten kannst. Ja. Und wie schlimm auch für den Steven, wenn du, ne, wenn die Leute, also, ne, wenn man selber schon mal so alle von dir abwenden, weil du so stinkst. Also so stinkst, weil immer du kommst ja vom Sport und sagst, ich rieche aber schlecht irgendwie, ne, und dann sagt dein Freund, du, ne? Ja. Wie furchtbar, also wie der sich gefühlt haben muss. Unglaublich. Und naja. Dann sind wir halt da eine halbe Tagesreise damals, weil auch von Morontuo ist jetzt nicht so, dass da eine Autobahn nach Kumasi führt. Dann mussten wir erst von Morontuo nach Bekwai, von da nach Kumasi und dann da ins größte Krankenhaus, Comfort Noche Teaching Hospital. Dann waren wir dann irgendwann da, dann wollte den keiner behandeln. Weil er sonst jetzt aus Geld auch jetzt uns nicht aus den Taschen gequollen ist. Und dann hat er natürlich auch dort gestunken. Und da wollte auch keiner ran. Also wirklich, das kann man wirklich so sagen, da habe ich Himmel und Hölle in Bewegung gesetzt und so einen Aufstand geprobt. Und jeder, der mich persönlich kennt, der weiß, dass ich sehr renitent sein kann, wenn jetzt was mal gemacht werden muss. Bis wir dann mal jemanden gefunden haben, der sich da seiner, ich nenne es jetzt mal, angenommen hat. Ja. Und dann war klar, das Bein muss amputiert werden. Ja. Da musste sich der Steven das auch erstmal überlegen. Weil wir reden ja jetzt auch von einem Menschen, für den diese ganzen Begriffe auch nicht geläufig sind, ja. Und das meine ich weder herabwerten, noch böse, noch sonst irgendwas. Das ist einfach die Realität. Der hat ein ganz anderes Leben geführt, der war noch nie in so einem riesen Krankenhaus. Da soll was amputiert, da soll was abgeschnitten werden. Vielleicht kann man das ja noch heilen. Also ich meine, für jeden von uns, der hier jetzt das hört oder guckt und sich überlegt, die wollen mir jetzt einen Finger amputieren oder so, da überlegst du ja 100-mal, lässt du das zu? Also lässt du das machen mit dir, ne? Und was der für Schmerzen hatte, dann haben die ihm erstmal Schmerzmittel und so gegeben, dass er überhaupt mal atmen konnte oder so, ne? Und dann
haben die den, ich weiß gar nicht, ob er erst auf eine Station, da kann ich mich nicht mehr dran erinnern, also ob der erst auf eine Station und dann operiert werden, also das weiß ich, wie dann jetzt so die nächsten 2, 3, 4 Stunden waren, das weiß ich nicht mehr, aber dann weiß ich, der hat, der Arzt hat gesagt, das ist auch eine große Chance, dass er das nicht überlebt. Ist ja klar. Weil der einfach. Er war ja schon mal nicht mehr der Jüngste. Ja. Und dann mit so einer schweren Geschichte Genau. ist ja schon mal bei einer OP auch mal was schiefgegangen. Ja. Kann ja verbluten oder irgendwie. Genau. Ich habe dann die Nacht mit Emanuel da bei einem Pastor, den ich auch aus APU kannte, verbracht. Und da weiß ich noch genau, die hatten in diesem Zimmer, das sie mir da gegeben haben mit dem Bett, die Ghana, erinnerst du, das hast du bestimmt da auch schon gesehen. Die haben da so ganz komische Lampen manchmal, das war so ein blaues Licht. Ja, so die haben keine richtigen Leuchten, also richtig, ich sag jetzt mal weißes, also eine normale Glühbirne, sag ich jetzt mal, sondern ich sag mal, wir kennen das vielleicht aus der Disco oder aus so einer, aus einem Club oder so, so grüne Glühbirne, so blaue, so schummrig. Und ich konnte die ganze Nacht nicht schlafen, weil ich einfach nicht wusste, wie und wo, also einfach was passiert mit dem und überlebt er das und war das Richtige, was wir gemacht haben und so. Und dann sind wir nächsten Tag dahin und da kann ich mich nicht mehr erinnern, warum, aber ich weiß, dass die Tore irgendwie abgeschlossen waren. Ich weiß nicht, ob es vielleicht keine Besuchszeit war. Also die wollten uns nicht, und ich wollte ja wissen, ob der lebt, also ob der das überlebt hat, ob es ihm gut geht und so. Und dann bin ich da über diese Tore geklettert, in dem Krankenhaus. Da kann ich mich noch total gut dran erinnern. Die Leute haben alle geschrien und gesagt, ich will jetzt zu dem Steven. Und dann haben wir den auf der Station gefunden und der hatte das überlebt und die haben das alle gut gemacht, natürlich Antibiotikum und so, das war dann alles verfügbar, ja. Ich werde nie vergessen, wie der mich umarmt hat und der lag in einem Zimmer, jetzt war natürlich auch der Geruch besser, weil das schlimme Bein war ja weg und ich werde nie vergessen, da waren wirklich schwer kranke Leute neben ihm in diesem Zimmer, ne? Das ist ja nicht ein Bettzimmer, sondern da liegen 20 Leute. Und die sind teilweise zu mir auf Krücken und haben mich umarmt und sich für ihn bedankt und so, ne? Da könnte ich jetzt noch weinen. Das war also unglaublich. Also das hat, unser Erscheinen da hat einfach sein Leben gerettet. Und hat er dann in der Folge eine Prothese bekommen oder ist er dann immer mit Krücken oder wie war das dann? Das hat halt wirklich geheilt. Ich habe dann diesen Stumpf verbunden. Ich bin natürlich auch wieder nach Hause geflogen. Zu dem Zeitpunkt habe ich ja noch nicht immer da gelebt. Wir hatten ja diese kleine Buschklinik, die haben sich dann seiner angenommen. Und der ist dann, es hat also eine ganze Weile gedauert, weil das so entzündet war. Aber Gott sei Dank ist das alles gut verheilt und der ist dann auf Krücken. Der ist dann auf Krücken, also Hilfen. Diese unterm Arm. Unterm Arm, also nicht genau, wie heißt das? Die richtig unterm Arm, die Stöcke da so, ne? Da ist er dann immer zwischen den Dörfern hin und her und konnte also wirklich wieder ganz am Leben und so teilhaben und hat dann sogar noch eine Tochter bekommen mit seiner Frau und die haben sie dann Bettina genannt. Ach, nett. Und der hat da also durch unsere Aktion, also meine Großmutter, weiß ich, die hat dann zu ihrem Geburtstag Geld für ihn gesammelt, ne, für die OP und ne, wie gesagt, wieder alles geschenktes Geld, ne, war ja noch kein großes Madamfo, wir machen einen Spendenaufruf, sondern geschenktes Geld und da haben ganz viele Leute gesammelt und das hat eben sein Leben gerettet und sein ganzes Leben verändert, ja, ist klar. Ja. Und wenn man es einfach mal runterbricht, weil irgendjemand aufgestanden ist, um irgendjemand irgendwo zu helfen, so. Weißt du? So viel Stichwort Einzelhilfe. Ja, genau. Ja. Und dann habe ich auch noch mal was gelesen von einem kleinen Kind, das so verbrannt war. Da hast du auch mal geholfen. Also es gibt einfach immer Sachen, wo man dann sagt, ja, also das kann ich jetzt nicht so lassen. Grundsätzlich unterstützt Madame Fogana ja eben im großen Stil, sage ich mal, für immer mehr Leute. Aber es gibt eben auch mal zwischendurch so Einzelfälle, wo man sagen muss, ja, nee, also jetzt muss ich auch mal Geld in die Hand nehmen und muss demjenigen helfen, weil sonst ist dem sein Leben also irgendwie zu Ende. Ja. Genau. Und da denke ich auch mal, also das eine ist ja gut, dass wir eben so gut lokal vernetzt sind und wirklich gucken, also wo ist es jetzt, also dass wir auch nicht übers Ohr gehauen werden. Ne? Ja, so, klar. Dass wirklich die Leute gucken, also braucht man das jetzt wirklich und ist die OP nötig? Und mittlerweile haben wir natürlich einfach auch sind wir gesegnet mit Ressourcen, wo wir Ärzte haben, wo wir sagen, Mensch, guckt euch den Fall bitte an, muss die OP gemacht werden. Wir haben sogar mal ein Kind mit der Hilfe von einer anderen Stiftung, Tulisa, bis nach Kenia fliegen lassen, weil es eine Herz-OP brauchte. Das ging einfach in Ghana nicht. Und das, klar, ein einziger Mensch sozusagen, aber da
guckst du dich um oder guckst in den Spiegel und sagst, ja, ein Mensch, ich bin auch ein Mensch. Also, Genau. ne? Und Ja, und man muss sich ja auch immer denken, irgendwie könnte ich ja vielleicht auch mal dieser Ja. eine Mensch sein, wo ich froh bin, wenn mir dann auch jemand hilft. Ja, deswegen denke ich, ist es ja auch wirklich dann auch okay, wenn man sagt, diesen einen, den rette ich jetzt. Und Ja. da tue ich jetzt was dafür. das war die bewegende Geschichte von Stephen Owusu. Ja, also wirklich wieder mal sehr interessante Geschichte und sehr bewegend. Und ja, wir freuen uns, wenn ihr dann das nächste Mal wieder zuschaltet, Genau. Wenn ihr- auf eine neue Geschichte Lust habt. Genau, und da könnt ihr mal schauen, gerade mit den medizinischen Sachen, einfach auf unserer Webseite gucken, madamfo-ghana.de. Klickt euch mal durch unsere Projekte durch, da gibt's eben diese medizinischen Notfälle, wo wir auch Rollstühle und solche Sachen machen, eben für Einzelschicksale. Und schaut immer mal bei Instagram und Facebook vorbei, weil da stellen wir sowas einfach auch mal vor, weil eben auch es Genau. da Einzelspenden für bestimmte Genau. Hilfspersonen gibt. Genau. Und noch ganz wichtig, schreibt uns einfach, Ja, was euch noch interessiert, Podcast. wo ihr eigentlich Lust habt, das noch zu erfahren, wo ihr denkt, ach Mensch, wie ist denn das eigentlich in Ghana? Und da würde ich noch gerne mehr wissen. Dann schreibt uns an. podcast@madamfo-ghana.de. Genau, super, dass du das nicht vergessen hast. Ja. Schreibt uns, meldet euch bei uns. Wir freuen uns auf die nächste Folge und natürlich auf euch. Also macht's gut, bis bald. Ciao. Tschüss.